Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Florian, aka Zyraye von cyrayepiano.de und ich habe mir für das heutige Video eine total lustige Challenge gesetzt. Ich wollte nämlich einfach mal gucken, ob ich es schaffe, dir einen kompletten Klavierkurs in 10 Minuten zu geben. Und mit Klavierkurs meine ich hier einen kompletten Grundkurs, wo ich dir also in 10 Minuten jetzt hier alle wichtigen Grundlagen des Klavierspielens mal vorstelle. Diese ganzen Grundlagen findest du übrigens auch in meinem Piano-Crashkurs. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Innerhalb dieser 10 Lektionen zeige ich dir, wie du das Klavierspielen lernen kannst, und zwar ohne Noten, ganz frei. Gut, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los und ich zeige dir jetzt hier in den nächsten 10 Minuten mal alle Grundlagen, die du zum Klavierspielen wissen musst. So, also erstmal zum Aufbau des Klaviers. Ein Klavier hat 88 verschiedene Tasten, allerdings nicht 88 verschiedene Töne, sondern 12 Töne, die sich immer und immer wiederholen. Ne? Ja, also du siehst ja hier, wir haben immer 3 schwarze Tasten, 2 schwarze Tasten, 3 schwarze Tasten, 2 schwarze Tasten. Ne? Und hier, so kann man das im Prinzip abtrennen, beziehungsweise auch so, ja. Man könnte hier das ist der Ton C, anfangen. Das sind also die 12 Töne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und die wiederholen sich immer und immer wieder. Und in der Praxis brauchen wir sogar nur 7 Töne, ne? Diese weißen Töne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also wir können alle möglichen Melodien auch nur mit diesen 7 Tönen spielen, ja, zum Beispiel. Sowas hier, ja. Jetzt habe ich wirklich einfach nur weiße Töne genommen, nur diese 7 Töne, ja. Oder sogar nur einzelne Töne dieser 7 weißen Töne. Ja, wie bezeichnen wir die Töne? Also die Töne bezeichnen wir alphabetisch. Ne? Wir können uns einfach mal einen Ton raussuchen, wo wir starten. Da merken wir uns einfach, hier sind immer diese 2 schwarzen Tasten und die erste weiße Taste vor diesen 2 schwarzen Tasten, das ist immer das C. Ja, das ist also die Bezeichnung dieses Tones, das C. Dann haben wir das D, das E, das F, das G, das A, das H und das C. Ne? Hier ist wieder das C hier oben. Ne? Das wiederholt sich dann wieder. Ich habe ja gesagt, wir haben immer dieselben Abschnitte, die sich immer und immer wiederholen. Ne? C, D, E, F, G, A, H, C. Das ist auch gleichzeitig die sogenannte C-Dur-Tonleiter. Also zu jedem Ton gibt es auch eine Tonleiter. Ne? Das wäre eine sogenannte Dur-Tonleiter. Es gibt aber auch Molltonleitern, wie zum Beispiel A-Moll. Moll- und Dur-Töne und Moll- und Dur-Tonleitern unterscheiden sich immer dahingehend, dass so eine Dur-Tonleiter immer eine fröhliche Stimmung hat, ja, und Moll hat immer so ein bisschen so eine melancholische, traurige Stimmung. Ja, dann gibt es natürlich noch die schwarzen Töne, die schwarzen Tasten, und das sind einfach immer nur die Töne mit Is oder S angehangen. Also in dem Fall wäre das hier das sogenannte Cis, ja, weil wir vom C hier hochgehen, Cis, wir gehen vom D hier hoch, Dis, wir gehen vom F hier hoch, also Fis. Das hier ist das G, da gehen wir hoch, Gis, A, A-Is, ne? Und rückwärts dann hängen wir ein S an, also wenn wir uns in die andere Richtung bewegen. Ne? Also vom H ausgehend nennt man das jetzt hier nicht Hess, sondern das nennt man B, ne? Im Deutschen. Das ist jetzt die einzige Ausnahme, dass man das hier B nennt. Übrigens im Deutschen nennen wir das ja hier H, im Englischen nennt man diesen Ton hier B. Ne? Das nennen wir eigentlich hier nur im Deutschen H. Nur so viel dazu. Wenn wir vom A rückwärts gehen, ist also das Ass. Ne? Vom G rückwärts das Ges. Ja, also hier sagen wir auch nicht AS, hier sagen wir Ass. Vom G rückwärts das Ges, vom E rückwärts das S und vom D rückwärts das Des. Das heißt, die haben immer 2 Bezeichnungen, das ist gleichzeitig das Cis und das Des. So, dann hat jeder Ton einen Akkord, ne? Das wäre der C-Dur-Akkord. Ein Akkord ist immer ein Zusammenspiel mehrerer Töne, ne? Wir verwenden jetzt nicht nur einen Ton, sondern mehrere Töne. In dem Fall hier ein Dreiklang. Das bezeichnet man auch als Harmonie. Ne? Und diese Harmonien, also diese Akkorde, bilden dann letztendlich unsere Songs. Ne? Und jeder Ton hat einen Akkord. Ne? Das wäre C-Dur, das ist ein A-Moll-Akkord, ja. Das ist ein F-Dur-Akkord, dann gibt es auch F-Moll,
F-Moll-Akkord, ja, also es gibt Dur- und Moll-Akkorde. Zum Beispiel das Lied River Flows in You hat A-Moll, F-Dur, C-Dur und G-Dur und du kannst jeden Song auch in jeder Tonart spielen und auch jede Melodie in jeder Tonart spielen. Zum Beispiel, ja, um das mal als Beispiel zu zeigen, diese Melodie hier, das war jetzt in C-Dur gespielt. Ich könnte die Melodie auch in F-Dur spielen. Ja, geht genauso. Also du kannst es wirklich in jeder Tonart spielen. Und es ist natürlich auch möglich, so einen Song auch nur in C-Dur oder in A-Moll zu spielen. In dem Fall verwenden wir nur weiße Tasten. Ne? Das ist C-Dur und das ist A-Moll. Und du siehst, wir verwenden nur weiße Tasten. Wie bilden wir überhaupt Akkorde? Also einen Dur-Akkord bilden wir immer so, dass wir vom Grundton ausgehen. Ja? Das ist also hier im Beispiel mal das C. Und dann gehen wir immer 4 Halbtonschritte nach oben. Ein Halbtonschritt ist immer der Sprung unmittelbar von einer Taste zur anderen. Ne? 1, 2, 3, 4. Dann kriegen wir den zweiten Ton des Akkordes. Und wenn wir dann nochmal 3 Halbtonschritte hochgehen, 1, 2, 3, kriegen wir den dritten Ton. Und so bilden wir einen Dur-Akkord. Beim Moll-Akkord ist es genau andersrum. Da starten wir auch wieder vom Grundton natürlich. Wir brauchen immer den Grundton für den Akkord. Und jetzt gehen wir aber nur 3 Halbtonschritte nach oben im ersten Schritt. Davor waren es 4. 1, 2, 3. Ja, dann haben wir den zweiten Ton des Mollakkordes und jetzt gehen wir nochmal 4 Halbtonschritte weiter. Davor waren es ja nur 3 zum dritten Ton. Ne? 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir den Mollakkord. Ne? Dur-Akkord, Mollakkord. Ja, wie spielen wir jetzt überhaupt etwas? Wie machen wir das am besten? Also am besten spielen wir meiner Meinung nach ohne Noten erstmal oder auch generell, wenn man jetzt gar keine Notenlehre lernen möchte, sondern wir spielen mehr nach Gehör und nach Gefühl. Ja, das macht auch mehr Spaß. Ja, du musst jetzt hier nicht Musiktheorie, Notentheorie auswendig lernen, sondern du kannst wirklich nach Gehör, nach Gefühl spielen. Du kannst einfach hören. Ja, so kannst du eine Melodie auch bilden, also einfach nach Gehör. Ne? Du kannst also selber die Kombination der Töne rausfinden. Und da gibt es ja natürlich auch viele Tutorials, auch auf YouTube, ja, wo du dir dann die Kombination angucken kannst, wie du hier dann Melodien und Songs zustande bekommst. Da findest du übrigens auf meinem YouTube-Kanal auch ein 3-teiliges Tutorial zum Song River Flows in You, wo ich dir auch ganz ohne Noten einfach nur in der Praxis zeige, wie du River Flows in You spielst. Das beste Mittel zum Üben ist es, die kleinsten Unterabschnitte immer und immer zu wiederholen. Ja, wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel River Flows in You haben, dann sollte man jetzt hier einfach wirklich kleine Unterabschnitte wiederholen. Also zum Beispiel diesen hier. Ende, ne? Und diese Unterabschnitte wiederholt man dann immer und immer wieder, ganz, ganz oft, sodass es sich einprägt. Ja, das ist so, arbeitet unser Gehirn mit Wiederholung. Ganz, ganz oft wiederholen. Dann machst du eine Pause, schläfst mal eine Nacht drüber und dann wirst du überrascht sein, wie sich das Ganze über Nacht eingeprägt hat und dir in Fleisch und Blut schon übergegangen ist. Ja? Dann noch das Zusammenspiel beider Hände, auch ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man jetzt die Melodie auf der rechten Hand spielen kann, auf der linken Hand, dann schafft man es in der Regel als Anfänger immer nicht so einfach, hier beide Hände zusammenzuspielen. Man denkt, oh, jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen, muss wieder komplett von vorne alles üben. Aber hier ist es genauso. Hier musst du es genauso trainieren. Also du musst auch hier dir ganz kleine Unterabschnitte nehmen und dann ganz langsam beide Hände zusammenspielen. Auch hier findest du oben, ich werde es mal kurz einblenden, ein Video von mir, wo ich dir 5 Übungen zeige, wie du das Zusammenspiel von rechter und linker Hand trainieren kannst. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das Thema ist, was die meisten Piano-Anfänger am stärksten beschäftigt, ne? Weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, wenn man das vorher noch nie geübt hat, trainiert hat, hier beide Hände zusammenzunehmen. Es ist im Prinzip, wie als würdest du einen Muskel trainieren. Du trainierst dein Gehirn, sich darauf einzustellen, dass hier rechte und linke Hand unterschiedliche Dinge machen. Und das waren auch schon hier die wichtigsten Grundlagen, die man erstmal wissen sollte als Anfänger. Ich hoffe, ich habe die 10 Minuten gerissen. Also ich denke, ich konnte dir jetzt in diesen 10 Minuten mal zusammenfassend alles geben. War natürlich ein bisschen schnell. Du kannst auch gerne pausieren, nochmal zurückspulen, dir alles nochmal in Ruhe angucken. Ansonsten empfehle ich dir,
Anfangs hatte ich schon gesagt, einfach mal in meinen Piano-Crashkurs reinzuschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dann diese Grundlagen und noch viel mehr Beispielmelodien, einen kompletten Song, den du üben kannst. Das habe ich dir alles in diesen Kurs reingepackt, ja. Und da hast du es dann nochmal also aufbereitet, länger natürlich, und da gehen wir das alles nochmal in Ruhe durch, ja. Völlig kostenlos. Ich würde mich sehr freuen, wenn du teilnimmst. Ich kann es dir nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe dich hiermit nicht erschlagen, aber du hast hier mal auf einen Blick also alle wichtigen Grundlagen des Klavierspielens. Viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Klavierspielen, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch nochmal in einem anderen Video wieder. Bis dahin und dir noch eine schöne Woche.